Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Zuallererst mal die Neuigkeiten für den Legendary Dungeon, der jetzt das Wochenende anfängt. Ne? Es ist ja jetzt bald soweit. Am Freitag um 18 Uhr startet ja der neue Legi Dungeon. Das ganze Event werden wir natürlich wieder live streamen. Wir werden es wieder so machen, dass wir es in 2 Streams aufteilen. Ja, wir werden am Freitag um 16 Uhr direkt live gehen. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden vorher Zeit, wo wir uns ein bisschen vorbereiten können, wo wir ein bisschen unsere Alu schon klicken können, ein bisschen spekulieren können, ein bisschen uns aufhypen können auf den Dungeon. Und um 18 Uhr geht es dann direkt in den legendären Dungeon rein. Den werden wir dann spielen, bis es abends so circa 21 Uhr ist. Und dann muss ich den Stream leider beenden, weil ich dann zur Arbeit muss. Ja, das ist der Stream auf jeden Fall für Freitag. Wir werden den direkt live streamen, wenn der erscheint. Diesmal sollte es auch ohne Verzögerung klappen und ohne Probleme, weil vorher, wo die ganzen Bilder und Grafiken auf die Server aufgeladen werden, dann kommt es wieder nicht so zu Verzögerung und Überlastung so. Und der zweite Stream, das wird dann der große legendäre Dungeon Livestream, denn dort haben wir ein bisschen mehr Zeit. Der findet dann diesen Sonntag statt. Ne? Also der erste ist quasi morgen, Freitag, der 24. Und der 26. am Sonntag wird dann der nächste große legendäre Livestream stattfinden, wo wir uns dann komplett überall equippen, weil ich glaube, in 3 Stunden werden wir nicht so viel schaffen. Ja, dieser wird dann am Sonntag um 18 Uhr starten. Ja? Also Freitag um 16 Uhr und Sonntag um 18 Uhr. Jeweils Shakes and Fidget Stream live. Und da gehen wir rein auf jeden Fall in den legendären Dungeon. Ne? Wir werden gucken, was wir am Freitag alles schaffen. Da werden wir erstmal ein paar Einblicke gewinnen. Vielleicht wird dann derzeit schon eine neue Strategie vielleicht schon es geben für den neuen Dungeon. Und am Sonntag werden wir den dann so komplett ausmelden, ja. Ja, genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich habe vor, mich auf meinem Main komplett neu zu equippen. Da will ich viele Runs machen. Ich will hier auf dem Server ein bisschen weiterkommen als bisher und ordentlich Skillpunkte machen hier auf dem Account auch. Ne? Ein paar Kristalle habe ich mir auch noch gespart hier. Nicht viele, aber ein paar. Und die ganzen Sachen sind ja hier plus 13, plus 14 mal verbessert. Also ich habe sehr viele Kristalle über, wenn wir die zerlegt haben. Ein paar Legi-Gems habe ich auch schon am Start. Ja, die besten werden natürlich in die Waffe reingesetzt hier. Das ist der hier momentan der beste Legi-Stein. Im Vergleich zu denen hier sind das auch schon ordentliche Stats, wenn man die mal 2 nimmt denn in der Waffe. Ne? Und ja, da werden wir dann so einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich machen, wie viele Stats ich jetzt habe und wie viele Stats ich dann nach dem Legi Dungeon habe. Das ist auf dem Main. Auf dem Battle Mage werden wir uns equippen. Da werden wir komplett neues Equipment holen. So, ne? Habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Ja, Free-to-Play-Account natürlich, ne? Das was geht. Und auf W50 ist folgender Plan. Wir werden hier natürlich auch das komplette Legi-Set holen. Jedes einzelne Item werden wir uns holen, damit wir dann auch die Chance haben, die legendären Steine zu bekommen. Das heißt, ich werde mich hier einmal komplett neu equippen mit Legi-Items. Ne? Das wird auch lange dauern. Alles andere, was wir an Legi-Items bekommen, das werden wir sehen. Kriegen dann eventuell meine Begleiter. Ich habe nicht vor, meine Begleiter komplett legendär auszurüsten. Das habe ich nicht vor. Ist viel zu teuer, lohnt sich jetzt auch. Doch, würde sich schon lohnen, aber ist viel zu teuer. So, ne? Ich nehme die Items mit für meine Begleiter, die kommen. Ansonsten will nur ich mich komplett equippen, ne? Und dann halt eben alle Items finden für die Sammelbucheinträge, damit wir dann auch direkt am Sonntag dann auch die Edelsteine skippen können. Ne? Denn wir haben ja auch Fest der Festung-Event, das heißt, wir kriegen garantiert große Edelsteine. Und das müssen wir natürlich ausnutzen, solange es diese gibt, damit wir dann uns komplett nicht nur legendär Gegenstände technisch ausrüsten, sondern auch legendär steintechnisch uns komplett ausrüsten. Und das ist ja mein Plan, den ich habe, den ich verfolgt habe jetzt. Anstatt meine Pilze in Dungeons reinzustecken, großartig, wo die Chancen relativ niedrig sind, habe ich jetzt die Pilze einfach in die Edelsteinmine reingesteckt und hoffe dann so, bis dahin eine Edelsteinmine Stufe 15 zu haben, oder werde ich bis dahin haben denn, ne?
und mir dann große Leggy-Gems aus der Mine zu skippen. Mit einer 15er Mine ist das schon kommen da schon sehr, sehr gute raus. Ne? Und dann hoffen wir einfach, dass wir dann darüber dann sehr viele mehr Stat-Punkte dann bekommen und dementsprechend dann in die neuen Dungeons oder nochmal in die Dungeons reingehen, denn ne? Danach, dann, wenn wir uns equipped haben. Und ja, das ist der Plan auf jeden Fall. Ne? Da wisst ihr dann schon mal Bescheid, wieso das Ganze bei mir aussehen wird. Ne? Das wird deswegen, wir haben viel zu tun. Deswegen werden wir es am Freitag in der kurzen Zeit nicht schaffen. Von 18 Uhr, wo der Dungeon auf hat, bis 21 Uhr, da großartig irgendwie was zu bekommen. Ja, da werde ich mich maximal auf meinem Main ein bisschen rumtaumeln, ja, rumgammeln. Ne? Da werden wir ein paar Mal mit dem Main durchrushen und gucken, was wir denn da bekommen. Und am Sonntag, wie gesagt, da wird es dann halt, ne? Also keine Ahnung, da ist dann halt Open End ab 18 Uhr. Da bin ich auch schon richtig hyped drauf. Und das wird wahrscheinlich auch wieder ein sehr, sehr langer Stream werden, weil wir halt wirklich unglaublich viel zu tun haben. Ne? Vor allen Dingen halt müssen wir am Sonntag direkt auch alles mitnehmen, weil es am Montag ja nicht mehr dieses Fest der Festung-Event ist und es hätte sich ja nicht gelohnt, jetzt die ganze Zeit die Edelsteinmine zu skippen, wenn ich denn nicht auch die Steine dafür skippen würde, ne? Die Leggy-Steine. Deswegen müssen wir das direkt am Sonntag auch alles im Stream machen, damit wir dann da auch rechtzeitig dann fertig werden. Also, es steht viel an, es gibt viel zu tun, ich bin aber trotzdem hyped. Und es gibt auch ein neues Bildchen, ja. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, hätte ich es beinahe vergessen. Und zwar ist das Bild hier aufgetaucht, ja, von der diabolischen Betriebsfeier vom neuen Dungeon. Gibt es hier ein neues Bild, ja, was aber am interessantesten ist, sind nicht diese ganzen Grafiken hier und so, die man hier sieht, sondern nämlich tatsächlich das hier links unten. Da gibt es ein neues Icon, was wir noch nicht gesehen haben. Wir haben uns ja gewundert, was hier diese 3 Punkte zu bedeuten haben. Jetzt ist hier ein Punkt gefüllt. Ne? Und das sieht mir sehr stark danach aus, als ob es so eine Art neues, ja, so, es gibt halt eine neue Funktion in diesem Dungeon so, ne? Und das sieht mir wirklich verdammt stark nach einer Rune aus, ne? Nach einer, ja, weiß ich nicht, nach einer, ja, jetzt in dem Fall irgendwie so eine Art Wasserrune. Weiß ich, kann ich jetzt noch nichts mehr zu sagen, ist auch nur Spekulation. Aber es sieht mir so aus, als ob es 3 verschiedene Arten von Runen vielleicht gibt, die man finden kann, die man aussuchen kann, die man sich vielleicht vorher schon kaufen kann, wie auch immer, die einen dann bestimmte Boni geben, wenn man durch den Dungeon durchgeht, so, ne? Und anscheinend bis zu 3 Stück kann man bekommen, ne? Ist aber alles noch Spekulation, weiß ich noch nicht ganz genau, wie es dann sein wird. Wir sehen ja auch hier, wir haben hier die normalen Buffs und Debuffs, auch wie bei den letzten Dungeons schon am Start gewesen. Also das ändert sich nicht, die haben wir trotzdem. Aber obendrauf haben wir hier anscheinend hier so eine Art, ich weiß es nicht, ob es das ist, aber es sieht sehr stark nach einem Runensystem aus. Jetzt unabhängig von Arena Manager, was einen vielleicht so hier, keine Ahnung, ein paar Buffs bescheren kann. Vielleicht gibt es da auch Debuffs in der Art und Weise. Ne? Vielleicht kann man sich da was aussuchen oder muss draufklicken und dann passiert irgendwas so. Keine Ahnung. Das werden wir dann auf jeden Fall am Freitag dann um 18 Uhr dann direkt sehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das sein wird. Ne? Freue ich mich. Also ich bin schon wirklich sehr gespannt auf den Leggy Dungeon. Das wird natürlich auch wieder eine teure Angelegenheit. Aber so ein legendärer Dungeon ist halt immer wieder aufs Neue schon was Cooles, so, ne? Was halt so einmalig ist. Es ist auf jeden Fall eine teure Angelegenheit, aber auch wirklich sehr nice, so, ne? Also so ein interaktiver, fast schon 3D-Dungeon, wo man sich immer so durchhangeln kann. Man hat gute Rewards auf jeden Fall, ne? Ein Run kostet so zwischen 250 und 300 Pilzen, könnt ihr im Schnitt rechnen. Dafür bekommt ihr ein Leggy-Item garantiert und dann halt, ja, keine Ahnung, wenn ihr Glück habt, was weiß ich, plus 10 epische Gegenstände in diesem einen Run für 250 bis 300 Pilze. Und so viele Epics bekommt man halt für sein Geld nicht, wenn man einfach die beim Epic-Event im Shop rollt oder so, ne? Dann bekommt ihr noch massig ja, Gegenstände, die man verkaufen kann. Gold bekommt ihr aus Kisten, ne? Also, wenn man Geld ausgeben möchte in Shakes and Fidget, dann ist der Leggy Dungeon auf jeden Fall die beste Alternative oder die beste Art, sein Geld anzuzünden. Und ja, perfekt. Warte mal, zweimal einen Dungeon, zweimal einen Dungeon oder Pet, okay, ich habe gerade gedacht, hä?
Habe ich jetzt die Angriffe nicht geschafft hier oder wie sieht das aus hier? Okay, dann muss ich ein paar Tries machen hier. Okay, jetzt haben wir das hier fertig. Ja. Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt, das sind auf jeden Fall so meine Pläne. Bin sehr gespannt, wie es aussehen wird und was wir auch vor allen Dingen auf W50 für einen Damage Boost bekommen werden durch diese ganzen neuen Leggy-Steine. Jetzt haben wir die Edelsteinmine 5 Stufen höher bis dahin und bekommen halt komplett neues Equipment. Ne? Meine Waffe, ich finde jetzt schon Waffen im Laden, die sind ja teilweise plus 60, 70, noch mehr im Durchschnittsschaden besser, ja, und das bei so normalen Waffen und dann einfach nochmal eine Leggy-Waffe oben drauf, dann sind wir bei 80, 90, 100, keine Ahnung wie viel, ja, oder noch mehr sogar, Durchschnittsschaden bessere Waffe als meine jetzige und damit fällt einiges und das ist nur die Waffe, ne? Dann kommt das komplette Equipment, komplette Steine, das wird absolut krank werden, ne? Also ich bin sehr, sehr gehypt, ich hoffe ihr seid es auch. Ne, schreibt euch das auf jeden Fall in den Kalender ein. Freitag ab 16 Uhr sind wir live und Sonntag ab 18 Uhr sind wir live. Und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr seid da zahlreich am Start. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.